Sind Sie es leid, sich mit ständig steigenden Steuern, endloser Bürokratie und dem Gefühl herumzuschlagen, fast die Hälfte Ihres Einkommens dem Staat überlassen zu müssen? Lehnen Sie sich jetzt zurück, denn erst vor ein paar Wochen, Ende Mai 2026, wurde ein historisches Gesetz verabschiedet, das alles auf den Kopf gestellt hat. Das riesige Steuerpaket, das Präsident Erdogan vor einiger Zeit angekündigt hatte und das als Wahlgeschenk oder bloße Fantasie bezeichnet wurde, wurde vom türkischen Parlament im Eiltempo verabschiedet und ist nun offiziell gesetzt. Dieses neue Gesetz, das von den deutschen Medien als Erdogans Steuergeschenk bezeichnet wird, macht die Türkei im wahrsten Sinne des Wortes zu einem globalen Steuerparadies. Und das sogar zu weitaus aggressiveren Bedingungen als in Dubai, Monaco oder Spanien. Wenn Sie in Deutschland leben, ein Unternehmen besitzen oder planen, eines zu gründen, oder wenn Sie Einkünfte aus Kryptowährungen, der Börse oder aus dem Ausland erzielen, könnte dieses Video Ihr Leben verändern. Heute nehmen wir die neue Steuerrevolution der Türkei, wer und wie von diesem Gesetz profitieren kann und den schockierenden Vergleich mit Deutschland in allen Details unter die Lupe. Willkommen bei Integram. Schauen wir uns zuerst die Chronologie an. Alles begann am 24. April 2026 mit dem Programm Starkes Zentrum für Investitionen im Jahrhundert der Türkei, das im Dolmabahce-Arbeitsbüro stattfand. Präsident Erdogan stellte hier eine radikale Vision vor, um internationales Kapital und qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland in die Türkei zu holen. Die deutsche und europäische Presse sah dies zunächst nur als eine Absichtserklärung. Doch die Türkei handelte mit einer auf der globalen Bühne selten gesehenen Geschwindigkeit. In der letzten Maiwoche 2026 wurde dieser Entwurf vom Parlament verabschiedet und ist nun offiziell Gesetz. Warum hat die Türkei einen solchen Schritt unternommen? Im Hintergrund steht eine sehr ernsthafte geopolitische und wirtschaftliche Strategie. Vor allem die Instabilitäten im Nahen Osten und die Suche des globalen Kapitals nach sicheren Häfen haben für die Türkei eine historische Chance geschaffen. Wie auch der Finanz- und Schatzminister Mehmet Şimşek betont hat, ist das Ziel klar: die Türkei zu einem globalen Finanz- und Kapitalzentrum wie Singapur, Hongkong oder Dubai zu machen. Und um das zu erreichen, haben sie das aggressivste Steueranreizpaket der Geschichte vorgestellt. Jetzt haltet euch fest, denn die Vorteile, die das Gesetz mit sich bringt, sind wirklich unglaublich. Hier sind die 4 Hauptsäulen des Steuervergütungspakets. Erstens, 20 Jahre lang 0 Steuern auf Auslandseinkünfte. Laut dem Gesetz muss eine Person, die in den letzten 3 Jahren kein Steuerzahler in der Türkei war und in die Türkei zieht, volle 20 Jahre lang auf kein Einkommen, das sie aus dem Ausland erzielt, auch nur einen einzigen Cent Einkommenssteuer in der Türkei zahlen. Haben Sie ein Aktienportfolio in der Schweiz? Erhalten Sie Dividenden? Haben Sie Gewinne aus Kryptowährungen oder Beratungseinnahmen von einem Unternehmen im Ausland? Für volle 20 Jahre beträgt der Steuersatz ganz klar 0%. Zweitens gibt es absolut keine Verpflichtung, eine Steuererklärung abzugeben. Diese Einkünfte werden nicht nur von der Steuer ausgenommen. Sie müssen diese Einkünfte auch keinesfalls in Ihrer Steuererklärung in der Türkei angeben. Das bedeutet völlige bürokratische Freiheit. Drittens, 1% Erbschafts- und Schenkungssteuer, also Erbschaftssteuer. Für Personen, die von diesem Programm profitieren, wurde der Erbschafts- und Schenkungssteuersatz in der Türkei auf nur symbolische 1% gesenkt. Das Vermögen, das sie ihrem Kind oder ihrer Familie hinterlassen, bleibt somit vollständig erhalten. Der 4. Punkt sind der Transithandel und riesige Steuerbefreiungen für Unternehmen. Wenn Sie internationalen Handel, also Transithandel betreiben, ist Ihr gesamter Gewinn zu 100% von der Körperschaftssteuer befreit. Das heißt, wenn Sie Waren aus dem Ausland kaufen und ins Ausland verkaufen und dies über Ihr in der Türkei ansässiges Unternehmen abwickeln, zahlen Sie ebenfalls keine Steuern. Außerdem wurden für den Fall, dass globale Unternehmen ihre Verwaltungszentralen in die Türkei verlegen, riesige Steuerermäßigungen von bis zu 95 bis 100% auf Gewinne aus Auslandsoperationen gewährt. Vergleichen wir diese Situation jetzt einmal mit Deutschland, wo wir uns gerade befinden. Was wird derzeit in Deutschland diskutiert?
Politiker sprechen ständig über neue Steuererhöhungen, Haushaltsdefizite und darüber, wie sie die Last für die Bürger weiter erhöhen können. In Deutschland geht ihnen fast die Hälfte jedes verdienten Euros verloren. Selbst wenn Sie sparen und Ihr Geld in die Börse oder in Krypto investieren, steht der Staat mit 25% plus zusätzlichen Steuern sofort vor Ihrer Tür. Wenn Sie jahrelang arbeiten und Ihren Kindern ein Haus oder ein Erbe hinterlassen, verschulden sich Ihre Kinder diesmal wegen der Erbschaftssteuer beim Staat. Und was ist mit der Türkei? Die Türkei sagt Ihnen 20 Jahre lang: Fass mich nicht an. Verdien dein Geld im Ausland, gib's hier aus oder investier's hier. Ich will von dir auf keinen Fall Steuern, sagte. Natürlich haben auch Länder wie Italien, Griechenland oder Spanien ähnliche Programme. Allerdings verlangen sie definitiv enorme Pauschalsteuern von etwa 100.000 Euro pro Jahr und gewähren dieses Recht nur für 6 bis 15 Jahre. Die Türkei hingegen gewährt diese Möglichkeit volle 20 Jahre lang, ganz ohne feste Gebühren zu verlangen. Im Vergleich zu Europa ist das ein regelrechter Schachmattzug. Natürlich ist auf dem Papier nicht alles so rosig, wie es scheint. Bevor Sie Ihren Koffer in Deutschland packen und in die Türkei ziehen, gibt es auch sehr kritische rechtliche und finanzielle Fallstricke, die Sie kennen sollten. Das deutsche Finanzamt lässt Steuerzahler mit hohem Einkommen wie Sie nicht so einfach gehen. Einer dieser Fallstricke ist die sogenannte Wegzugsbesteuerung. Wenn Sie in Deutschland eine GmbH, also eine Kapitalgesellschaft, besitzen oder an einer Firma mit mehr als 1% beteiligt sind, verlangt der deutsche Staat beim Wegzug aus Deutschland von Ihnen eine enorme Wegzugsteuer. So, als hätten Sie das Unternehmen verkauft, und zwar auf einen fiktiven Gewinn. Der zweite Punkt ist die 3-Jahres-Regel. Um von diesen großartigen Rechten in der Türkei profitieren zu können, dürfen Sie in den letzten 3 Jahren in der Türkei in keiner Weise steuerpflichtig gewesen sein. Die dritte Voraussetzung sind Inflation und Lebensumfeld. Die Türkei verfügt über eine wunderbare Natur, klimatische Vielfalt und natürlich eine hohe Lebensqualität. Allerdings sind die hohe Inflation und die wirtschaftlichen Schwankungen im Land ein weiterer Risikofaktor, den man bei langfristigen Planungen unbedingt berücksichtigen sollte. Zusammenfassend lässt sich sagen, Freunde, Erdogans neue Steuerinitiative könnte vor allem für digitale Unternehmer, Investoren, Freelancer und Rentner, die in Deutschland leben, die Chance des Jahrhunderts sein. Allerdings ist es unerlässlich, dass der Ausstieg aus Deutschland und der Einstieg in die Türkei vollständig professionell und im Einklang mit den Steuergesetzen beider Länder geplant werden. Genau an diesem Punkt kommen wir als Integrant ins Spiel. Wir übernehmen für Sie rund um die Uhr die Verwaltung dieser komplexen bürokratischen Prozesse, Umzugsstrategien und digitalen Assistenzdienste zwischen Deutschland und der Türkei, und das völlig reibungslos. Lehnen Sie sich einfach zurück, genießen Sie dieses neue Steuerparadies und überlassen Sie uns den gesamten Papierkram. Was denken Sie über dieses neue Gesetz? Ist die Türkei wirklich ein Steuerparadies geworden oder lohnt es sich immer noch, in Deutschland zu leben? Ich freue mich auf eure Kommentare. Vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit ihr keine wichtigen finanziellen Updates wie dieses verpasst. Bis zum nächsten Video. Macht's gut!